Seit Corona wird viel über systemrelevante Jobs gesprochen. Das sind oft genau die Jobs, wo man nicht gut verdient und die Arbeitsbedingungen zum Teil echt hart sind. Was ist, wenn man von seiner Arbeit kaum leben kann? Wenn es Lohn sein soll, soll sich Arbeit lohnen. Und das ist ja eigentlich das Schlimme, dass man eigentlich von der Arbeit, die man vielleicht gerne macht, gar nicht mehr leben kann. Ich bin mir für gar keinen Beruf zu schade. Was ist zumutbar? Das will ich heute herausfinden. Ja, als Freiberuflerin hat mich Corona auch erwischt, zum Glück nicht so hart, aber ich habe mich schon gefragt, was ist, wenn jetzt gar keine Aufträge mehr kommen? Welchen Job könnte ich dann machen oder müsste ich auch machen? Das will ich jetzt von einem Jobvermittler in Offenbach wissen. In Offenbach liegt die Arbeitslosenquote bei über 10%. Schon vor Corona gab es hier die meisten Arbeitslosen in Hessen. Die Zahl der SozialhilfeempfängerInnen ging gerade zurück, dann kam Corona. Jetzt steigen die Zahlen wieder. Vor allem Solo-Selbstständigen bleibt oft keine Alternative zur Grundsicherung. Was bedeutet das? Welche Chancen hätte ich auf dem Arbeitsmarkt? Jetzt nehmen wir mal an, ich komme zu Ihnen und würde Sie fragen, welche Jobs könnten Sie mir anbieten? Also ich bin seit fast 10 Jahren im Journalismus tätig. Also für Wünsche bin ich natürlich offen. Ja. Schon mal schön. Natürlich muss dieser Wunsch umsetzbar sein und auch realistisch. Ja. Gibt es überhaupt der Arbeitsmarkt her? Das heißt, was sind Sie wert für den Arbeitsmarkt als Bewerberin? Aber im ersten Moment würde ich natürlich mit Ihnen vereinbaren, okay, wir können nach diesen Arbeitsplätzen schauen. Mhm. Aber ich würde von Ihnen auch 2 Alternativen verlangen. Da wüsste ich schon überhaupt nichts. Ich liebe den Journalismus. Okay. Tatsächlich hätte jetzt auf Anhieb keine Idee. Ja, also da müsste ich jetzt wirklich erstmal ein bisschen länger nachdenken. Wie geht es denn den Kundinnen und Kunden dann, wenn die hier sitzen? Weil ich kann mir vorstellen, viele lieben ja auch eigentlich den Job, den sie vorher gemacht haben. Ja klar, also ich mache das so, dass ich mit meinen Kunden über alles rede. Das heißt, ich schaue, was macht Ihnen Spaß? Was haben Sie für Stärken? Natürlich behandle ich auch Vermittlungshemmnisse. Das heißt, was spricht dagegen, so einen Job auszumachen? Sie haben dann manchmal Stellen, ja, so Hilfsarbeiterjobs. Für mich wäre das jetzt tatsächlich erstmal ein bisschen schwer, mir das vorzustellen. Wann müsste ich eigentlich dann auch eine Stelle annehmen, die Sie mir anbieten? Das ist im SGB II, also im Sozialgesetzbuch 2, sehr deutlich erklärt. Es gibt einen Paragraph 10, Zumutbarkeitsanordnung, der besagt, dass Akademikern auch Hilfsarbeiten zuzumuten ist. Das heißt, wenn Sie jetzt als Journalisten zu mir kommen und wir versuchen alles, Sie in dem Bereich wieder zu integrieren, es funktioniert aber nicht aus verschiedenen Gründen, dann werden Sie sozusagen, also müssten dann auch andere Arbeiten annehmen. Außerdem ist es so, Sie haben kein Anrecht darauf, das zu verdienen, was Sie vorher verdient haben. Also die Arbeit ist zumutbar, wenn Sie zum Beispiel, also es gibt ja eine Mindestlohngrenze, das muss natürlich gewährleistet sein. Können Sie das manchmal verstehen, dass dann Menschen auch so vehement erstmal sagen, nee, das will ich nicht machen, nee, das ist nichts für mich? Also weil ich meine, die andere Lösung ist dann, dass sie weiterhin arbeitslos sind. Im ersten Moment gut, wenn man zum Beispiel sagt, Altenpflege, kann ich nachvollziehen, weil ich finde, da muss die Politik etwas machen, dass diese Jobs einfach attraktiver werden. Weil wenn man sagt Altenpflege, stellen sich die Menschen immer erstmal vor, okay, da ist so viel Arbeit damit verbunden, körperlich ist es schwer und ich muss die Arbeiten machen, die mir eventuell nicht gefallen. Also attraktiver auch durch den Verdienst, oder? Verdienst ist auch eine Sache, klar, natürlich. Ja. Es muss auch besser vergütet werden. Ich hoffe, dass ich in meinem Job bleiben kann. Der finanzielle Abstieg kann also viel schneller gehen als gedacht. Boah, also mir ist es bei dem Gespräch jetzt echt kalt den Rücken runtergelaufen, wenn ich mir das vorstelle, dass ich in einem komplett anderen Job arbeiten müsste, da nur den Mindestlohn verdienen würde. Das ist schon heftig. Meine Miete könnte ich mir da nicht mehr leisten. Schlecht bezahlte Arbeit oder Arbeitslosigkeit. Was für eine Option. Wo liegt da die Schmerzgrenze? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das würde ich niemals machen, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen? Es gibt gewisse Orte, wo ich nicht arbeiten würde. Ja, wo denn zum Beispiel? Also ich bin Berater und wenn man mir einen Beratungsjob in Saudi-Arabien,
so Sachen, da gibt es ein paar Orte, wo ich nicht hin will. Ja, und wie sieht es aus mit solchen Jobs in der Reinigung, auf dem Bau, in der Gastronomie? Ich reiz mich nicht drum, aber wenn kein Geld mehr reinkommt, warum nicht? Ja, es werden ja auch immer Pflegekräfte gesucht. Können Sie sich das auch vorstellen? Ich bin froh, dass es Leute gibt, die es machen, aber zur Not mache ich es auch. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das würde ich niemals machen? Ja, diese Straßenbauer. Also Teer am laufenden Band anrühren, die verlegen müssen. Also wenn ich die auf der A3 immer sehe, Ja. im Sommer bei 40 Grad. Würden Sie für den Mindestlohn arbeiten? Mindestlohn ist an das Leben, was wir jetzt führen, nicht mehr angepasst. Und meistens, so wie ich das jetzt auch von den Kunden höre, die das machen müssen, die gehen 3, 4 Jobs noch nach. Also die gehen noch putzen, die führen Hunde noch Gassi oder sonst irgendwas oder gehen mit alten Leuten noch einkaufen. Die schaffen das nicht. Dafür sind die Mieten zu hoch geworden. Und das ist ja eigentlich das Schlimme, dass man eigentlich von der Arbeit, die man vielleicht gerne macht, gar nicht mehr leben kann. Wenn es Lohn sein soll, soll sich Arbeit lohnen. So sehe ich es. Also es soll nicht so sein, dass wenn jemand Geld verdient, wenn er eine Beschäftigung hat, Vollzeit irgendwo, dass er dann noch aufstocken lassen muss über, keine Ahnung, Grundsicherung oder was dann. Das finde ich bitter. Aber manche sagen, besser, ich habe Arbeit, auch wenn ich wenig verdiene, als dass ich gar nichts Dann habe, brauche ich weil aber dann eine werde ich Arbeit mit depressiv. Perspektive. Ja. Dann, das würde ich, also ich persönlich, gut, ich bin jetzt keine 20 mehr, ich bin schon über 20, aber ich würde nicht arbeiten, wenn es die Perspektive, mal besser zu verdienen oder so nicht gäbe. Das würde ich nicht machen. Was arbeiten Sie? Ja, ich bin Altenpflegerin und sie arbeitet bei einem Döner, da in Küche. In der Küche, okay. Ja. Und das sind schon beides harte Jobs, oder? Ja, aber wie? Gerade in der Pflege werden ja viele Leute gesucht, Ja. aber viele Leute sagen auch, nö, das mache ich nicht. Ja, Können Sie ja. das verstehen? Ich verstehe, weil das ist, da muss kräftig sein Ja. und Rücken stark. Ja. Und sind Sie zufrieden mit dem, was Sie verdienen, oder denken Sie, es könnte mehr sein? Nein. Weil für das Arbeit, die Geld ist zu wenig. Und noch dazu, bei uns ist nicht nur körperliche Arbeit, auch muss geistig. Weil alte Leute, kranke Leute, sie ist sehr sensibel. Finden Sie, dass Ihre Arbeit eigentlich mehr Wert hat, ja, als Sie verdienen? Ja. 3,4 Millionen Menschen sind in Deutschland pflegebedürftig. Wir brauchen also dringend Pflegerinnen und Pfleger. Aber wem muten wir diese harte Arbeit eigentlich zu? 8:30 Uhr im südhessischen Abergen. Alicia Rybska weckt den 88-jährigen Reinhold Schwenk. Vor 5 Monaten ist sie aus einem kleinen Dorf südlich von Warschau nach Deutschland gekommen. Es ist ihr erster Job als 24-Stunden-Betreuerin in der häuslichen Pflege. Ihre eigenen Eltern hat sie auch gepflegt, bis sie starben. Zusätzlich zu ihrem damaligen Job. Ich war selbstständig, habe eine Bäckerei gehabt. Danach habe ich in einem großen Kräuter- und Gewürzbetrieb gearbeitet. Als ich keine Arbeit mehr hatte, wollte ich etwas in meinem Leben ändern und habe mich entschlossen, hierher zu kommen. Alicia Rybska spricht noch kein Deutsch. Sie wurde von einer polnischen Pflegeagentur vermittelt. Mit dieser hat sie einen Vertrag. Über Details der Verträge dürfen die Pflegerinnen oft nicht sprechen. Sonst droht ihnen eine hohe Geldstrafe. Das ist auch bei Alicia Rybska so. Die Familien in Deutschland schließen Verträge über eine deutsche Agentur, die die Vermittlungen koordiniert. Meine Mutter hat immer gesagt, Kinder, alt werden ist nicht schön. Reinhold Schwenk geht es verhältnismäßig gut, mit seiner leichten Demenz und Inkontinenz. Er ist etwas wackelig auf den Beinen, aber sonst gut drauf. Mit seiner polnischen Pflegekraft ist er zufrieden, trotz Sprachbarriere. Wir tun sprechen und das allemal mit Händen und Füßen. Auch Alicia Rybska ist zufrieden mit ihrem Job. Ich verdiene hier mehr und das zählt natürlich auch.
Doppelt so viel. 800 € bekommt sie netto, plus freie Kost und Logis. Die Schwenks überweisen der Vermittlungsagentur aber mehr als das Doppelte, 1.670 €. Das ist dann inklusive polnischer Sozialabgaben. Und die beiden Agenturen wollen natürlich auch etwas verdienen mit diesem Arbeitsmodell. Alicja Rybska ist eine von ungefähr 500.000 MigrantInnen in der 24-Stunden-Pflege, schätzt der Verband für häusliche Betreuung und Pflege. Wie viele es tatsächlich sind, ist schwer zu sagen. Die Zahl der offiziell nicht gemeldeten Beschäftigten soll bei rund 90% liegen. Von den pflegebedürftigen Menschen werden 3/4, das sind über 2,5 Millionen, zu Hause gepflegt. Häufig von Angehörigen, aber das ist nicht immer möglich. Wegen eines Sturzes wurde Reinhold Schwenk von heute auf morgen zum Pflegefall. Sein Sohn Rüdiger hat ihn dann zu sich nach Hause geholt, kann sich aber als selbstständiger Schmied nicht ausreichend kümmern. Also hat er recherchiert und eine sehr günstige Vermittlungsagentur ausfindig gemacht. Es ist immer eine Geldfrage und dass der Vater in ein Pflegeheim soll, das kam überhaupt nicht in Frage. Ich habe immer gesagt, wenn der Vater mal irgendwann Pflege braucht oder so, dann kann er natürlich bei mir wohnen. Natürlich achte ich jeden Tag darauf, dass auch alles seinen Weg läuft, seinen Plan hat. Da muss man immer ein Auge drauf werfen, denke ich, weil die Leute sind ja doch irgendwo fremd, auch wenn sie ein paar Monate da sind. Sie sind halt eine ungewohnte Umgebung, ja. In den Verträgen der polnischen Agenturen steht meistens nichts von Arbeitszeiten. Die Frauen werden als Selbstständige unter Vertrag genommen und haben keine gesetzlichen Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen. Ich fange um 8:30 an und arbeite bis 22 Uhr mit 2 einstündigen Pausen, nach dem Mittagessen und um 8:30 abends. Um Mitternacht und um 3 Uhr morgens führe ich ihn zur Toilette. Und freie Tage? Nein, die habe ich nicht. Die Agenturen meinen, Dinge wie Spielen oder Fernsehen gucken seien Freizeit, keine Arbeit. Würde man die Anzahl der Stunden, die Alicja Rybska de facto mit Reinhold Schwenk verbringt, aber alle berechnen, käme sie auf einen Nettostundenlohn von nicht mal 3 €. Deutsche Familien beruhigen ihr Gewissen oft damit, dass das für polnische Verhältnisse ja nicht so schlecht sei. Gegen 14 Uhr hat Alicja Rybska ihre erste Pause. Die Pausen sind die einzige Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen. Sie hat 2 erwachsene Töchter, mit denen sie täglich spricht. A co tam jeszcze? Słuchaj, a Krzysio o której wraca? O 15 będzie, przed 15. Das Haus verlässt sie höchstens für Spaziergänge. Sie kennt niemanden in Abergen. Hat sie Heimweh? No tęsknię, tak. Natürlich. Ja. Tęsknię. Tylko przeszkadza. Die Kontakte mit anderen Menschen fehlen mir sehr. O, to właśnie tak. No. Den Job will sie trotzdem weitermachen. Sie hat sogar bis Dezember verlängert. Sie habe Schulden, brauche das Geld und möge ja auch ihren Patienten. Ihr Traumberuf sei es aber nicht. No nie. Oh nein, meine Töchter sollten so einen Job nicht machen. Sie haben aber studiert und Gott sei Dank arbeiten sie in ihren Berufen. Hauptsache Arbeit. Von irgendwas muss man ja auch leben. Aber wo liegt da eigentlich die eigene Grenze? Ich treffe jetzt jemanden, der das letzte halbe Jahr jeden Job angenommen hat. Und ich bin mal gespannt, wie es ihm damit ging. Vor ein paar Monaten habe ich auf einer Demo von VeranstaltungstechnikerInnen Volker Herms kennengelernt. Damals stand seine berufliche Existenz vor dem Aus. Inzwischen hat er zum Glück wieder einen ganz guten Job. Hier in einem kleinen Architekturbüro ist er jetzt für die IT zuständig. Hallo. Jetzt bist du im IT-Wesen, aber eigentlich bist du ja Tontechniker. Ja. Bist du manchmal schon auch traurig, dass du nicht mehr als Tontechniker jetzt arbeiten kannst? Ganz klar, natürlich. Ich meine, mein Beruf ist mein Leben gewesen bis März, bis ich es halt komplett machen konnte. Und naja, durch Corona steht jetzt die komplette Firma erstmal still. Und habe jetzt erstmal Lösungen gesucht. In der Zeit von Corona halt auch durch andere Jobs noch gegangen. Was hast du alles gemacht? Ich habe
in den ersten Monaten einen bekannten Landwirt von mir angerufen und gefragt, ob er Hilfe braucht. Der hat einen Spargel- und Erdbeerhof. Und da bin ich dann einen Transporter gefahren. Und wie sah es dann aber mit der Bezahlung aus? Tagessatz oder beziehungsweise Stundensatz waren wir bei einem Drittel von dem, was ich in der regulären Betrieb verdienen würde. Und wie bist du da über die Runden gekommen? Durch meine Verlobte. Okay. Die hat mir geholfen, dass ich weitermachen kann, hat mich finanziell viel unterstützt zu Hause und hat gesagt, Schatz, wir kriegen das alles hin. Das heißt, da hast du Mindestlohn bekommen oder ein bisschen mehr? Ein bisschen mehr als Mindestlohn. Mindestlohn heißt zurzeit 9,35 € die Stunde. Für wenig Geld hart schuften. Da kennt sich Volker aus. Er war auch Paketfahrer und Türsteher. Gab es eigentlich auch eine Situation, wo du gesagt hast, nee, das mache ich nicht? Oder irgendeinen Job, wo du dir dachtest, nee, das würde ich niemals machen? Niemals wieder ist für die Deutsche Bahn im Gleisbereich als Sicherungsposten arbeiten. Ach, okay. Weil das habe ich nach meiner Obdachlosigkeit vor 13 Jahren 1,5 Jahre gemacht. Du warst obdachlos? Ja. Okay, wann war das? 2007 bis 2008. Krass. Okay, also und alles, was ich heute aufgebaut hatte oder bis zum März aufgebaut hatte, mit eigenen Händen arbeiten. Also aus der Obdachlosigkeit hochgearbeitet, dann Tontechniker geworden und jetzt durch Corona, durch die Bestimmungen, der Absturz wieder eigentlich ins Nichts. Erstmal, ja. Wie gehst du damit um? Am Anfang bin ich erstmal ein tiefes Loch gerutscht. Wenn du jetzt natürlich außerhalb von deiner Branche was machen musst oder musstest, ist das auch so, dass man sich vielleicht auch vor der Familie, vor den Freunden auch ein bisschen schämt, dass man sagt, oh, ich muss jetzt nur Spargel ausfahren? Nö, überhaupt gar nicht. Durch meine Obdachlosigkeit ist mir jeder Job im Prinzip erstmal recht. Ich bin mir für gar keinen Beruf zu schade. Es geht einfach nur darum, dass man irgendwie erstmal Essen im Kühlschrank kriegt, das Dach über dem Kopf bezahlt bekommt. Wie ging es jetzt so deinen Freunden, Bekannten? Wie sind die mit der Zeit umgegangen oder wie gehen die auch immer noch mit der Situation um? Also es ist ja schon sehr einschneidend alles. Bedauerlicherweise hat es da nicht jeder Kollege hingekriegt und geschafft, aus dieser Nummer rauszukommen. Nehmen wir als bestes Beispiel Stefan. Der hat Selbstmord begangen. Dann der nächste Musikerkollege von einer Band aus Großumstadt. Ebenso, der ist leider, Entschuldigung, ein bisschen Kloß im Hals, das ist gerade erst 2,5 Wochen her. Der ist vor den Zug gesprungen. Wahnsinn. Es gibt leider auch diese Fälle. Es gibt leider Kollegen, die es durch die Krise nicht durchgeschafft haben. Das ist dann für diese Menschen so aussichtslos, ja, dass sie denken, es bleibt ihnen nur noch der Tod. Genau. Boah. Was hat dir auch geholfen dabei, jetzt diese Zeit auch so zu überbrücken? Der Rückhalt der Familie. Also das ist der allerwichtigste Punkt. Meine Verlobte und mein Papa, die standen voll und ganz hinter mir. Haben gesagt, du, wir kriegen alles hin, mach dir keine Sorgen. Egal wie knapp das finanziell wird, ist es egal. Zwischenzeitlich hat Volker ja auch als Fahrer für einen Landwirt gearbeitet. Hallo, wir sind verabredet. Genau mit dem, Andreas Lehnhardt, bin ich jetzt auf einem seiner Erdbeerfelder verabredet. Die Erntehelferinnen hier auf dem Böllenhof bekommen Mindestlohn. Und warum bezahlen Sie den nicht mehr? Dann müsste ich das Produkt im Verkauf teurer machen. Und das ist im Augenblick schwierig. In der Direktvermarktung in Ansätzen, da funktioniert das, aber sobald ich über den Lebensmitteleinzelhandel vermarkten muss, gibt der mir die Preise vor. Was müssten die Erdbeeren kosten, damit Sie über 12 € die Stunde für Ihre Erntehelferinnen und Helfer zahlen könnten? Also wenn wir jetzt von diesen 3,50 bis 4,50 ausgehen, das ist jetzt für mich lukrativ mit dem Lohn, den wir jetzt bezahlen. Wenn wir auf 12 € gehen, dann müssten wir so etwa 18 bis 20% auf den Preis draufschlagen. Aber ich sag mal, jetzt ist es doch eigentlich schon verrückt. Das sind Lebensmittel, über die wir hier reden. Das sind Sachen, die wir essen, die unsere Gesundheit beeinflussen. Dass man da nicht einfach auch sagen kann, die Sachen haben einen höheren Wert und dieser Preis muss auch verlangt werden. Ich wäre froh, wenn wir für jedes Produkt, das in Deutschland produziert wird, also für jedes Lebensmittel, das produziert wird, praktisch einen Mindestpreis festlegen würden. Sagen wir, das muss dafür mindestens bezahlt werden. Dann kann ein vernünftiger Lohn für die Mitarbeiter bezahlt werden, dann können vernünftige Arbeitsbedingungen geschaffen werden.
Und dann bleibt für den Bauern noch was übrig, dass er weiterhin damit arbeiten möchte. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja Mensch, der Landwirt, der will ja halt einfach nur noch mehr Profit rausschlagen. Was antworten Sie da denn drauf? Ich habe gerade eine Studie gelesen über das Familieneinkommen eines landwirtschaftlichen Betriebes. Funktioniert nur, weil Landwirte doppelt so viel arbeiten, wie normale Menschen arbeiten. Also ich arbeite in der Saison auch 16 Stunden am Tag. Das ist für uns normal. Das ist ja schon ein echter Knochenjob. Also alleine, wenn ich mir das jetzt anschaue, stundenlang hier in dieser Pose zu verharren, das geht schon ins Kreuz. Was sind das für Menschen, die hier bei Ihnen hauptsächlich arbeiten? Die kommen wahrscheinlich eher nicht aus Deutschland, oder? Nein. Deutsche Erntehelfer sind eher die Ausnahme. Meine Mitarbeiter kommen aus Ungarn, aus Rumänien, aus Polen. Wie denken die Erntehelferinnen über ihren Lohn? Maria zum Beispiel. Wir einigen uns schnell aufs Du. Seit vielen Jahren kommt sie jedes Jahr wieder auf den Böllenhof. Warum? Jede Saison viel Arbeit, viel Geld bekommen und in Ungarn dort viel Geld. Und junge Kollegina, Rumänien und dort auch viel Geld. Ja. Und das ist große Chance. Du würdest bestimmt lieber gerne zu Hause arbeiten, oder? Bei deiner Familie sein. Und, ja. Monatelang unterwegs, weit weg von der Familie. Fürs Geld nehmen manche so einiges auf sich. Und wir als VerbraucherInnen? Zu was wären wir bereit? In Darmstadt treffe ich auf die Verkäuferin Eva Grosch. Im Verkauf kannst du es dir ja ein bisschen vorstellen. Glaubst du, die Kunden wären bereit, mehr für die Produkte zu bezahlen, damit die Angestellten besser bezahlt werden könnten? Ich höre oft, dass sie bereit wären, ja, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also wie ich das erlebt habe, selber sind die Kunden eben nur noch bereit, so billig wie möglich. Wie das produziert wird, ist quasi egal. Hauptsache günstig, sieht man ja, egal wo im Sale, es ist fast geschenkt, es ist doch noch zu viel. Wie wäre es bei dir selbst? Wärst du bereit? Könntest du auch mehr bezahlen? Ich wäre bereit, auf jeden Fall. Und wo würde zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt in der Landwirtschaft für irgendwie ein Schälchen Erdbeeren oder so, wo würde deine Schmerzgrenze liegen? Was würdest du dafür bezahlen? Also sag mal, jetzt ein Schälchen Erdbeeren wäre ich jetzt bereit bis zu 4-5 Euro, finde ich okay. Ist das manchmal ein Thema, wo Sie irgendwie denken, Mensch, wenn ich jetzt für diese Schale Erdbeeren so und so viel bezahle, da kann aber nicht mehr viel dabei übrig bleiben? Ja, sicher. Also ich bin überzeugt, dass hier Lebensmittel deutlich unterpreist sind. Nicht nur im Blick auf die Gehälter, sondern auch im Blick auf eine Umweltdividende. Nun muss ich sagen, dass ich in einer finanziellen Situation bin, dass ich mir das auch leisten könnte, höhere Preise für Lebensmittel oder in der Gastronomie zu bezahlen. Wärst du da bereit, mehr zu bezahlen? Kommt drauf an, wie viel. 10% mehr ist ja kein Problem. Also muss man die finanzielle Situation der Menschen gucken. Manche können das sich einfach nicht leisten. Ja, was schätzt du denn, wie viele Menschen in Deutschland in diesem Niedriglohnsektor arbeiten? Vielleicht 15%. Ja, wir wollten mal wissen, wie viele Menschen sind es denn, die im Niedriglohnsektor arbeiten? Weil es gibt ja eigentlich Vorgaben für menschenwürdige Bedingungen. Die Vereinten Nationen haben festgelegt: Jeder Mensch, der arbeitet, hat das Recht auf eine gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und der eigenen Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert. So steht es in Artikel 23 der Menschenrechtscharta. Der Lohn soll zum Leben reichen, das ist der Anspruch. Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Im Supermarkt, im LKW oder im Altenheim. Die Corona-Krise machte uns klar, alles wichtige Jobs, alles systemrelevante MitarbeiterInnen, sie wurden als Helden gefeiert. Aber diese Jobs gehören zu den am schlechtesten bezahlten in Deutschland. Helden im Niedriglohnsektor. Niedriglohn heißt, dass man weniger als 11 Euro brutto in der Stunde verdient. Das bekommt in Deutschland etwa jeder Fünfte, so die aktuellste Statistik. Besonders häufig gibt es Niedriglöhne im Gastgewerbe, in der Land- und Forstwirtschaft und im Dienstleistungsgewerbe, also zum Beispiel bei Reinigungskräften oder Sicherheitspersonal. Im Gastgewerbe bekommen 67% nicht mehr als 12 Euro die Stunde.
In der Land- und Forstwirtschaft sind es 54% und im Dienstleistungsgewerbe 47%. Der Niedriglohnsektor ist in Deutschland in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen. Im Zuge der Hartz-IV-Reformen 2003 wurden sogenannte atypische Beschäftigungsverhältnisse ausgebaut. Das sind Leiharbeitjobs, Minijobs oder befristete Arbeitsverhältnisse. Atypische Arbeitsverhältnisse sind keine Normalarbeitsverhältnisse. Es gibt keinen Kündigungsschutz, sie sind nicht unbefristet, nicht sozial abgesichert und oft nicht tarifgebunden. Gut ein Fünftel aller ArbeitnehmerInnen arbeitet im reichen Deutschland mittlerweile im Niedriglohnsektor. Dass es so viele sind, war mir ehrlich gesagt nicht klar. Ich treffe jetzt den Soziologen Professor Gangl. Was macht das eigentlich mit unserer Gesellschaft? Weil viele Menschen arbeiten ja, sind trotzdem arm oder sind armutsgefährdet. Die fühlen sich ja wahrscheinlich auch ungerecht behandelt. Die Frage ist wirklich ungerecht behandelt oder überwiegt nicht in vielen Fällen oder steht dem gegenüber eben nicht auch ein positiver Effekt der Erwerbstätigkeit. Erwerbstätigkeit ist ja nicht nur, dass man Geld verdient. Erwerbstätigkeit ist Teil der Persönlichkeit, ist eine Beschäftigung, die einen in Kontakt mit anderen bringt. Wenn wir strikt nach dieser Niedriglohnsektor-Definition gehen, sind mehr als die Hälfte der Friseurinnen und Friseure im Niedriglohnsektor beschäftigt. Heißt das jetzt, dass das ein schlechter Job ist? Heißt das, dass sie ausgebeutet werden? Das Wichtigste ist die Meinung der Betreffenden. Ja. Was die Einzelnen über ihren Job denken, ob sie da gerecht entlohnt werden oder nicht, da gibt es kein wissenschaftlich abstraktes Kriterium. Ein schlecht bezahlter Job sei besser als gar keiner, meint Professor Gangl. Und Studien zeigen, der Verdienst ist vielen nicht am wichtigsten. Mehr zählt zum Beispiel das Arbeitsklima. Und dennoch, die entscheidende Frage sei: Erlaubt mir der Job, anständig durchs Leben zu kommen, mit einer gewissen Sicherheit und Planbarkeit. Und da stellt sich dann die Frage, sind da jetzt die 12 Euro genug? Sind 11 Euro genug? Ja. Wenn wir jetzt sagen, 12 Euro sollen es sein, wieso erhöhen wir dann den Mindestlohn nicht auf 12 Euro? Müssten wir nicht den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen, um sozusagen das Problem derjenigen, die arm sind, trotz Erwerbstätigkeit ein und für alle Mal zu erledigen? Ja, Mindestlohn, wie das nämlich genau mit dem Mindestlohn funktioniert und ob den wirklich jeder bekommt, das haben wir uns mal angeschaut. Seit 2015 gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn. Aktuell sind das 9,35 € die Stunde. Wer Vollzeit arbeitet, erhält damit monatlich knapp 1.600 € brutto. Für diesen Mindestlohn arbeiteten im Jahr 2019 1,4 Millionen Menschen. Aber schätzungsweise arbeiten mehrere 100.000 Menschen für weniger als den Mindestlohn, weil zum Beispiel Überstunden nicht honoriert werden oder weil es keine bezahlten Urlaubs- oder Krankentage gibt. Am häufigsten passiert das bei Taxifahrern, Paketzustellern und bei der Arbeit in Callcentern. Für viele Menschen bedeutet das arm trotz Arbeit. Und wer einmal in einer atypischen Beschäftigung drinsteckt, kommt nur schwer wieder raus. Als armutsgefährdet gilt in Deutschland jeder, der 2018 als Alleinlebender monatlich maximal 1.136 € für seinen Lebensunterhalt zur Verfügung hatte. Das waren rund 13 Millionen Menschen im reichen Deutschland. Was kann ich denn als Einzelperson dafür tun, damit sich die Lage auch bessert? Was kann mein Beitrag sein? Ich kann Ihnen da als Wissenschaftler auch nicht viel anderes sagen als der gesunde Menschenverstand. Das heißt, auch ich versuche das Gleiche, was Sie vermutlich auch versuchen, wo man es sich leisten kann, ein bisschen die Augen offen zu halten und sich bei den Preisen, die man bezahlt, im Supermarkt für eine Dienstleistung immer auch ein bisschen mitzufragen, ist der Preis eigentlich so, dass ich denke, dass jemand davon leben kann oder ist er das nicht? Und wie gesagt, wenn ich es mir leisten kann, vielleicht dann nicht das allergünstigste Angebot nehmen zu müssen, bei dem ich dann doch ein schlechtes Gewissen haben müsste. Okay, also vom eigenen Reichtum oder vom eigenen Geld auch ein bisschen was abgeben. Vielen herzlichen Dank. Jeder Einzelne könnte also schon was tun, damit alle von ihrem Lohn gut leben können.
Mir ist nochmal klar geworden, dass natürlich der Verdienst eine entscheidende Rolle spielt beim Thema Arbeit, aber eben auch die Würde und Wertschätzung. Und es ist wichtig, dass wir uns als Gesellschaft überlegen, was uns das Ganze wert ist.